Was geht, was geht, was geht? Hallo liebe Leute, hier ist euer Mülli von HLC Media und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich meine Instagram-Fotos mache und wie ihr vielleicht auch ein bisschen mehr Qualität in eure Instagram-Bilder bekommt mit der Hilfe von Lightroom und mir. Das Foto habe ich mit meiner 5D Mark II aufgenommen mit dem 85 mm bei der Blende 2.8 und das ist das Bild, um was es heute geht. Und wir werden jetzt einfach mal zusammen so ein richtig geiles Instagram-Bild erstellen und vielleicht könnt ihr ja so ein bisschen was mitnehmen, indem ihr euch mal so meinen Workflow anschaut und euch mal so reinzieht, wie ich das so mache. Erstmal fangen wir damit an, dass wir das Bild zuschneiden. Bei Instagram ist das 5×7 und dann wählen wir noch ein bisschen den Bildausschnitt, begradigen das Ganze noch so ein bisschen. Damit euer Bild möglichst groß angezeigt wird, nutzt ihr bitte das Seitenverhältnis 4:5. So werden eure Bilder größtmöglich auf Instagram dargestellt. Für Landschaftsbilder im Breitbildformat nutzt ihr 2:3. Die Wolke ist eigentlich ziemlich cool, das können wir mit drin lassen. Da schauen wir mal, was wir daraus machen. Also man sieht auf jeden Fall, es ist noch alles da, was dazugehört, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick nicht so aussieht. Wir haben Glück und es ist noch nicht alles totgebrannt. Ich habe das hier ein bisschen, ja, teilweise überbelichtet aufnehmen müssen, aber es hat einfach den Grund, dass das Auto sehr dunkel ist. Na, ihr seht ja, das Braun, das schluckt ziemlich viel Licht und der Wagen steht auch im Gegenlicht, das heißt hier die Seite ist sowieso ein bisschen dunkler. Aber auch da kann man richtig schöne Effekte rausholen und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das machen würde oder wir gucken einfach mal zusammen, was dabei rauskommt. Das Bild hat schon einen ziemlich hohen Kontrast, also man sieht es ja hier, hell, schwarz, dunkel, das ist schon alles sehr hart, das sind so harte Ecken, harte Kanten fürs Auge quasi. Also die hell- und dunklen Bereiche sind schon ziemlich groß. Das müssen wir jetzt ein bisschen angleichen, indem wir einfach mal den Lichtregler hier so ein bisschen runterziehen. Damit kann man nämlich noch ziemlich viel von den Highlights runterdämmen und dann bekommt man wieder mehr Details in die helleren Bereiche. Gleichzeitig ziehen wir ein bisschen die dunkleren Bereiche ein bisschen höher, dass wir ein bisschen mehr Details von dem Auto bekommen. Dann tun wir hier noch so einen Zacken wieder zurücknehmen. Wieder ein bisschen Kontrast reinbekommen in das Ganze. Dann würde ich sagen, ziehen wir hier noch einen dezenten Verlauf rein. Ihr könnt hier übrigens die Belichtung für den Verlauf auch anpassen. So ist das okay, das reicht mir. Dann machen wir noch einen hier unten, das ist auch ziemlich hell. Auch einen eher dezenten Verlauf, nicht so ganz so stark. Wenn wir hier unten noch so ein bisschen Klarheit reinhauen. Das Bild generell. Viel hilft auch, wenn ihr mal so ein bisschen mit den Reglern hin und her spielt. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Dann werde ich noch ein bisschen Wärme reinbringen in das ganze Bild, in die Stimmung so ein bisschen wärmer gestalten. Dann gehen wir mal in die Radiationskurve rein. Machen wir so ein bisschen den Matteffekt mit rein und so ein leichtes S. Könnt ihr ja sehen, hier die Kurve, die macht hier so ein quasi ein leichtes S. Da kann man so ein bisschen Kontrast wieder mit reinholen. Ja, auch die Lichter noch ein bisschen runterziehen. Der Himmel nicht ganz so aufdringlich ist, also nicht ganz so hell. Wir wollen ja möglichst viel Aufmerksamkeit auf unser Auto, ne? Ich sehe gerade hier, das Motiv hätte ich gerne in der Mitte. Ja, das ist schon besser. Mit der Farbe würde ich jetzt noch gar nicht so rumspielen. Ich glaube, wir machen erstmal, gehen wir hier in den Reiter Kalibrierung rein. Da kann ich euch nicht erklären, wie das Ganze funktioniert. Müsst ihr einfach mal mit rumspielen und dann seht ihr auch schon, was diese Regler bewirken und vor allen Dingen auch, ob sie miteinander harmonieren oder nicht, weil das kann man nämlich auch den Look vom Bild anpassen. Und ich versuche jetzt hier einfach mal irgendwas reinzubringen, was mir gefällt. Ich glaube, die würde ich sogar so lassen. Ein bisschen weniger rot, dafür vielleicht
Himmel gefällt mir, oder? Aber hier, dieser Bereich, das ist alles so ein bisschen mondlandschaftsmäßig. Da können wir dann hier in den HSL- und Farbebereich reingehen. Und dann können wir die Tönung von unterschiedlichen Farben festlegen. Das heißt, wenn ich jetzt das ist alles hier ziemlich orangig. Das würde ich wieder mehr in Richtung Gelb bringen. Blau, vielleicht auch noch so ein bisschen die Richtung. Man könnte hier auch die Sättigung und die Luminanz, das heißt die Helligkeit, einstellen. Man kann schon viel Kontrast auch rausholen mit den viel Effekt auf die Farbe, auf die Helligkeit. Grün haben wir hier nicht viel drin. Hier irgendwie ziemlich gut. Für mehr Dramatik, ne, kann man dann halt auch ein bisschen dunkler gehen. Lila und Magenta haben wir nicht so viel hier drin. Ich bin ja immer mehr so der Fan von nicht so viel. Ein bisschen dezent bleiben. Können wir lieber noch ein bisschen rumspielen. Man muss auch manchmal einfach gucken, wenn man so ein bisschen hin und zurück switchen muss zwischen den einzelnen Effekten hier. Mit der Teiltonung könnt ihr übrigens, man sieht es ja auch hier, steht ja hier die Lichter und die Schatten beeinflussen. Damit muss man echt vorsichtig sein, gerade hier bei den Lichtern, dass man, weil wenn man es übertreibt, dann hat man halt so einen, ja, matschigen Farblook. Aber so ein bisschen, es ist wirklich auch immer so eine Gefühlssache, ne? Wenn ich mir einen Farblook erstelle, kann das auch morgen schon wieder ganz anders aussehen, ne? Dass mir das komplett überhaupt nicht gefällt, aber jetzt gerade, das sieht doch schön aus, oder? Das sieht geil aus. Das ist richtig schön so, ich finde, das sieht geil aus, oder? Was meint ihr? Jetzt machen wir hier noch eine Vignette drauf. Eine Vignette. Übrigens, wenn ihr auf das Effekt-Tab doppelklickt, dann resetten sich die ganzen Regler und man kann frisch und von vorne anfangen. Machen wir hier nochmal so ein bisschen mehr, dass wir mehr den Betrachter aufs Auto lenken mit einer Vignette. Und dann machen wir gleich noch eine. Ich glaube, wir können dann ein bisschen Klarheit rausnehmen. Das heißt, außen ein bisschen mehr das Ganze weich zeichnen. Man muss mal schauen, wie das Ganze so wirkt. Ja, doch. Wir kommen in die richtige Richtung. Was ich mir vorstellen könnte, dass wir hier noch so ein bisschen Details aus der Wolke nehmen, weil das ist so ein bisschen viel schwarz oder viel. Der dunkle Bereich hier, der lenkt ein bisschen doller ab, oder? Dann können wir nämlich auch hier, wenn wir auf den Pinsel klicken, auf Löschen gehen. Fluss ist quasi die Deckkraft des Pinsels, wie stark er malen soll oder löschen soll. Und ich lösche jetzt hier einfach mal in der Wolke das Schwarz ein bisschen raus, oder die Belichtung, die Verdunklung. Was wir auf jeden Fall auch noch machen können, was immer geil kommt. Wir gehen hier auf den Korrekturpinsel. Und wieder Doppelklick auf Effekt zum Resetten. Und ich würde jetzt hier einfach mal die Sättigung beim Auto ein bisschen rausnehmen. Auf den Scheiben. Ihr seht ja, es ist so blau. Und das sieht immer... Das sind so diese kleinen Sachen. Wisst ihr, was ich meine? Die machen so das große Ganze. Die ganzen schönen kleinen Sachen. Ah, guck mal, das sieht doch schon gut aus. Oder was meint ihr? Das jetzt sogar fast zu lassen. Was man noch so ein bisschen machen kann, ist jetzt Akzente setzen mit Dodge und Burn heißt das. Das ist eine Technik, wo man bestimmte Bereiche aufhält oder abdunkelt. Ich werde jetzt einfach mal die einfache Variante
machen, nur so ein bisschen abdunkeln. Jetzt brauche ich auch wieder meinen Pinsel. Dann gibt es hier, glaube ich, auch schon ein Preset. Abdunkeln, nachbelichten. Und wir hier so ganz dezent. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen richtig hart übertreiben, damit ihr seht, was das macht. Zum Beispiel machen wir jetzt hier mal so. Wir bringen jetzt mal ein bisschen Kontrast noch in das Bild. Noch so ein bisschen da, hier. Das lassen wir so. Das Auto ist schon relativ dunkel, da würde ich das jetzt gar nicht machen, glaube ich. Aber hier können wir zum Beispiel auch so ein bisschen. So, was macht das? Wenn das mal wieder ein bisschen zurückzieht. Seht ihr das? Man bekommt so ein bisschen mehr Tiefe, würde ich jetzt einfach mal sagen. So ein bisschen mehr, ja, es ist so Kontraste. So, wenn man jetzt noch vielleicht ein bisschen Farbe reinbringt. Ja, das würde ich jetzt vielleicht sogar so lassen. Wir auf jeden Fall machen können. Ein bisschen Klarheit reinbringen. Ja. Hier, schaut mal. Wisst ihr, was ich meine? Bringt so ein bisschen Umf. So Umf. Ein bisschen Crispiness, ein bisschen Magic. Das ist das, was wir brauchen. Ja, ich denke, das kann sich sehen lassen. So, man kann jetzt noch so einen kleinen, schönen Standardeffekt reinhauen, den viele reinmachen. Habe ich schon ganz oft gesehen. Habe ich auch gerne benutzt, oft und viel. Das heißt, man muss da aber dann logisch an die Sache rangehen, weil wir fügen jetzt einfach mal so ein bisschen quasi so ein Lensflare Light in das Bild mit rein. Das gibt nochmal so den gewissen, so ein bisschen Licht ins Bild. Seht ihr das? Ja, ne? Wo ist der macht? So, hier so ein bisschen Lensflare in die Linse rein, finde ich. Das hat ein bisschen was Cinematisches oder Cinematisches. Also ich würde das sogar so lassen. Als Gegenpart kann gut aussehen, dass man dann hier nochmal ein bisschen was dunkler macht. Aber ich glaube, hier würde ich das gar nicht machen. Bin nur so ein bisschen. Ganz bisschen. Ganz bisschen. Aber ihr seht, was ich meine, ne? So, und rein theoretisch, wenn die Sonne von da kommt, von da scheint, wenn wir es richtig gut machen, werden wir jetzt einfach diesen Bereich. Wir haben jetzt hier künstlich hier Sonne geschaffen. Wir können es auch noch ein bisschen gelb machen, glaube ich. Das ist noch ganz cool. Ja, ein bisschen Rot noch mit rein, hier Magenta. Ein bisschen Abendsonne mäßig. So, und wenn wir ganz gut sind, nicht zu faul sind, dann löschen wir das hier vom Auto runter. Weil hier kommt ja theoretisch, wirft ja nichts Schatten, also, oder das Licht kommt da ja nicht hin. Dann kann man dann nochmal so ein bisschen gegensteuern. Ja. Man sieht hier auch immer, wo das Licht scheint. In dem Fall kann man das hier so rot einfärben mit Überlagerung für ausgewählte Maske anzeigen. Dann sieht man auch ganz genau, was man malen kann und was nicht. So, was auch immer geht, was ich mir aber abgewöhnt habe. Früher habe ich es oft gemacht. Ich habe dann noch ein bisschen, es kommt immer auf die Felgen und auf das Auto drauf an. Wir haben dann immer noch so ein bisschen die Felgen herausgearbeitet. Auch mit so einem Radialfilter. Das ist auch so ein kleiner Trick, ne? Machen auch viele. Und wir wollen natürlich den Effekt innen drin haben und nicht draußen. Deswegen gehen wir hier auf Umkehren. Mit Klarheit. Also ein bisschen noch die Felgen hervorheben. Vielleicht mit Kontrast. So, mal schauen, was gut aussieht. Ihr seht ja hier so dieser Bereich, der rot leuchtet. Der ist wichtig. Duplizieren. Die nehmen wir nämlich gleich mit rüber. Hier
können wir vielleicht... Ach, nee. Leider nicht viel da, mit dem man da was tun kann. Da haben wir nochmal so ein bisschen die Felgen hervorgehoben. Und ich würde sagen, also das können wir so lassen, oder? Das sieht richtig schön aus. Ich würde sagen, das bleibt so. Ich finde das gut so. Das ist unser Endergebnis. Und wenn ihr da noch ein paar Fragen zu habt, wenn wir da irgendwie ins Detail gehen sollen, wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, ich mache jetzt gerne noch öfter so eine Videos. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich versuche jetzt hier ein bisschen mehr Tutorial-Content reinzubringen, weil jetzt kommt sowieso die Winterzeit, Herbstzeit, ist es vorbei mit Autotreffen. War sowieso dieses Jahr, ne, wegen, ihr wisst ja warum, ein bisschen schwierig. Und was ich auf jeden Fall auch noch vorhabe, demnächst irgendwie so ein Point-of-View-Shooting, dass ich mir meine GoPro auf den Kopf schnalle und dann machen wir mal ein paar Fotos zusammen. Dann machen wir auch ein bisschen Bearbeitung, so ratzi-fatzi schnell für Instagram und für Facebook. Und wie ich das aufnehme, warum, wieso, weshalb, warum, das seht ihr ja dann im nächsten Video. Und wir sehen uns bald wieder. Das war euer Mülli von HC Media. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze liked, mir ein Abo da lasst und dann geht's los. Ab die Fahrt, tschüss, macht's gut, schönen Tag noch, bleibt sauber, bleibt gesund, bis dann, euer Mülli, ciao.